Hallo zusammen! Heute ist das erste Video, das ich auf Deutsch aufnehme. Und das hat auch einen Grund. Ich möchte über einen Betrugsfall aufklären, der mir selber passiert ist. Der Betrugsfall ist mir vor 2 Wochen an der Autobahnraststätte Grauholz an der A1 in der Nähe von Bern passiert. Der Betrugsfall ist mir vor etwa 2 Wochen passiert. Und es hat mich natürlich emotional etwas mitgenommen. Ich habe eine Zeit gebraucht, um das Ganze zu verdauen, und nun möchte ich aufklären, damit das nicht noch anderen Menschen passiert. Ich hätte vorher nie gedacht, dass mir so ein Betrug passieren kann. Es hat mich wirklich sehr stark erschüttert, als ich dann festgestellt habe, dass ich betrogen wurde. Der Betrug ist folgendermaßen abgelaufen. Ich war an der Mittagszeit an der Autobahnraststätte Grauholz, habe kurz meinen Mittag dort gegessen. Dann wurde ich von einem Nordiren angesprochen oder einer Person, die sich als einen Nordiren ausgegeben hat. Eine Person aus Belfast. Er hat mir dann sehr schnell eine Geschichte erzählt, eine Notsituation vorgetäuscht, quasi, dass sie bestohlen wurden, nichts mehr haben und dass sie unbedingt zurück nach Hause müssen, dass ich für ihn Geld abheben kann und er würde mir das sofort senden, das Geld und alles. Und ja, normalerweise würde man in so einer Situation sehr skeptisch werden. Aber ich war halt irgendwie da so naiv, dass ich darauf eingegangen bin. Und schon bin ich in die Falle getappt. Die Betrüger sind in dieser Hinsicht dann sehr geschickt vorgegangen. Sie haben mir gefälschte Dokumente gezeigt, sie haben gefälschte Überweisungsdokumente gezeigt. Natürlich, wenn ich meinen gesunden Menschenverstand dort gebraucht hätte, hätte ich eigentlich darauf kommen sollen, dass das alles gefälscht ist, dass sie mir gar kein Geld überwiesen haben und dass ich eigentlich einfach nur verarscht wurde. In diesem Moment wurde ich psychologisch so geschickt von den Betrügern bearbeitet, dass ich irgendwie nicht drauf gekommen bin, dass das alles nur eine Verarsche ist. Die haben auch ständig Druck gemacht. Die Betrüger haben sehr geschickt agiert. Sie haben Druck gemacht und mich dann dazu gebracht, für sie Geld abzuheben, in dem Glauben, dass sie mir das Geld überwiesen haben. Und das ist natürlich, ja, im Nachhinein betrachtet ist das absoluter Bullshit. Aber damals habe ich das irgendwie abgekauft. Oder ich habe mir eingeredet, ach Momol, das stimmt schon. Und ich war auch skeptisch ein bisschen und sie konnten einfach sehr gut täuschen. Sie konnten sehr gut sagen, schau, wir haben das und dieses und jenes und hier, ich gebe dir noch meine Nummer und ich sende dir die Überweisungsbestätigung und hier ist noch von der Botschaft ein Schreiben, dass uns alles geklaut wurde und alles. Und natürlich, diese Dokumente sind alle gefälscht, das ist mir im Nachhinein auch klar. Aber damals, in dieser Situation, da war ich irgendwie in einem anderen Film. Und das habe ich irgendwie erst später realisiert, wie betrügerisch wie heimtückisch das Ganze ist. Bei der Autobahnraststätte Grauholz gibt es einen Bankomaten. Dort habe ich das Geld für die Betrüger abgehoben. Am Abend wurde mir dann klar, dass ich verarscht wurde. Irgendwie habe ich dann gemerkt, dass er alle Nachrichten, die er mir geschickt hat, gelöscht hat. Und erst da wurde mir wirklich klar, dass ich verarscht wurde. Vorher habe ich mir immer eingeredet, ja, das Geld kommt noch und ja, der hat mir die Überweisungsbestätigung und er hat mir noch das Schreiben von der Botschaft mit seinem Namen und seiner Adresse draufgeschickt. Ja, ich bin auf der sicheren Seite. Erst als er alle Nachrichten gelöscht hat, da dämmert es mir, dass ich eigentlich total verarscht wurde. Am nächsten Tag ging ich dann zur nächsten Polizeistation, habe ihnen den Fall geschildert und alles. Und sie haben auch an der Autobahnraststätte haben sie auch Überwachungskameras. Das Problem ist nur, dass die Überwachungskameras nur für eine bestimmte Zeit aufnehmen und dann die Daten sofort wieder löschen. Und anscheinend war ich dann schon zu spät am nächsten Tag. Das finde ich etwas bedauerlich, aber ja gut, das ist halt so, weil man muss auch noch sagen, der Bankomat ist an der Tankstelle und an der Tankstelle hat es überall Überwachungskameras. Und ich wundere mich, dass die nach einem Tag die Bilder schon nicht mehr verfügbar sind. Natürlich bin ich nicht die einzige Person, die von diesen Betrügern betrogen wurde.
Eine Woche später gab es wieder einen Betrugsfall an der genau gleichen Autobahnraststätte, wieder mit Leuten aus Nordirland. Und das finde ich schon etwas verwunderlich, weil ich vermute, da ist eine Bande dahinter. Das sind nicht Einzelpersonen, die hier Menschen betrügen. Das ist eine organisierte Bande, die verschiedene Personen haben und die natürlich nicht nur in der Schweiz agieren. Wahrscheinlich agieren die auch in Deutschland. Ich habe erst gerade kürzlich eine Doku gesehen, dass in Deutschland dasselbe auch passiert ist. Nicht nur an Autobahnraststätten, zum Teil auch in Shoppingmalls oder wo auch immer, wo es viele Leute hat. Dann überreden sie dich zum Geld abheben und täuschen dir, dass sie das Geld überwiesen haben, aber in Wahrheit hast du dich einfach verarschen lassen. Aber der Punkt ist einfach, dass man sich viel schneller betrügen lässt, als man zuerst denkt. Und klar, der meiste Betrug findet im Internet statt. Und lustigerweise bin ich da, so viel ich weiß, noch nie in einen Betrug hineingefallen. Deshalb hielt ich mich wahrscheinlich auch für ziemlich schlau. Aber Betrug gibt es nicht nur im Internet, sondern leider auch noch immer noch in der analogen Welt. Und diese sind genauso heimtückisch wie die Betrüger im Internet. Mit diesem Video möchte ich die Leute aufklären. Mit meiner bescheidenen Reichweite möchte ich möglichst viele Menschen erreichen, damit sie über diesen Betrugsfall aufgeklärt sind. Und klar, mir war es am Anfang, hatte ich auch Schamgefühle, mich damit zu äußern, weil dieser Betrug hinterlässt nicht nur einen finanziellen Schaden, sondern auch einen emotionalen Schaden. Und deshalb ist es für mich umso wichtiger, dass die Menschen aufgeklärt werden, dass sie wissen, was für Betrugsmaschen es alles gibt. Und damit auch Menschen, die vielleicht noch etwas anfälliger sind als ich, damit sie auch informiert sind. Aus diesem Grund bitte ich euch, wenn ihr wollt, dass Betrugsfälle möglichst aufgeklärt und verhindert werden, dieses Video weiter zu verbreiten. Ich gebe euch die Erlaubnis dafür. Ich stehe mit meinem Namen, meinem Gesicht dafür ein. Ich stehe dazu, dass ich betrogen wurde. Ich stehe dazu, dass ich ein Opfer war in dieser Hinsicht. Aber ich möchte damit anderen Menschen helfen können, damit nicht noch mehr Menschen auf diese Betrugsmasche hineinfallen und damit es auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit gibt, im Idealfall. Gut, das wäre vorläufig alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich hoffe, dass ich mit dieser Arbeit weitere Betrugsfälle verhindern konnte und vielleicht auch anderen Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben, emotionale Unterstützung geben kann. See you next time. Bye.